Herzlich willkommen hier auf dem Hof Wallberg zum Tageskurs Syntropischer Agroforst. Wir sind ein Familienbetrieb mit knapp 16 Hektar LN. Unsere Hauptbetriebszweige sind die Mutterkuhhaltung und Hochstammbäume. Um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, begann Felix Siedler, sich mit Laubfütterung für seine Mutterkühe zu beschäftigen. Durch einen glücklichen Zufall bin ich nachher auf den Kurs von Ussi gestoßen über die syntropische Landwirtschaft. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich sehr genau, in dem Ansatz liegt wahrscheinlich das größte Potenzial für mich, meine Ideen in Bezug auf die Laubfütterung und in Bezug auf den Humusaufbau umsetzen zu können. Ein wesentliches Element von syntropischer Landwirtschaft ist, sich die natürliche Sukzession zunutze zu machen. Natürliche Sukzession findet nach einer Störung im Ökosystem statt. Wir haben unbedeckten rohen Boden und der wird sehr schnell von diversen Pflanzen besiedelt. Zuerst kommen Kräuter und später kommt Wald. Im natürlichen Prozess endet dieses Ganze dann in einem ausgewachsenen Wald, der sehr dicht ist und eher dunkel. Und in der klassischen Landwirtschaft mit einjährigen Kulturen versuchen wir künstlich immer dieses Anfangsstadium der Sukzession aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet sehr viel Arbeit. Die Natur will in die andere Richtung. Bei der syntropischen Agroforstwirtschaft darf sich das System bis zu einer mittleren Sukzessionsstufe entwickeln. Schnitt und gezielte Pflege verhindern, dass daraus ein dichter, dunkler Wald entsteht. Ein weiteres Merkmal syntropischer Agroforstsysteme ist die Stratifizierung, also die vertikale Verteilung der Vegetation, um das Sonnenlicht maximal zu nutzen. Wir haben die oberste Ebene mit den größeren Bäumen, aber diese halten wir bewusst in großen Abständen zueinander, sodass Licht auf die tiefer gelegenen Ebenen kommen kann. Dort haben wir dann zum Beispiel weniger hohe Bäume, Sträucher und darunter vielleicht eine Krautschicht oder Kleinsträucher. Ein drittes Element ist Mulchmaterial in Form von Hackschnitzeln. Das Schnittmaterial der Bäume wird als Mulch oberflächlich ausgebracht, um die Bodenfruchtbarkeit zu fördern. Wir wollen möglichst Astholz verwenden. Das hat einen hohen Anteil von Splintholz, also lebendigen Holzzellen. Und diese haben viel mehr Zucker und Nährstoffe drin als das Kernholz. Als erstes Element habe ich mit dieser Baumscheibe angefangen. Weil Mäuse die Wurzeln dieses Baumes beschädigt hatten, schnitt Felix Siedler den Baum stark zurück, mulchte die Fläche mit Hackschnitzeln und pflanzte Kräuter, Johannisbeeren und Sanddorn. Nachdem ich festgestellt hatte, dass das mit der Baumscheibe funktioniert, habe ich mich getraut, noch mehr Streifen anzulegen. Vor 2 Jahren begann Felix Siedler, seine bestehende Hochstammanlage gezielt rückzuverdichten. Wie man hier sieht, sind am Anfang die großen Apfelbäume gestanden. Der nächste Schritt, den ich gemacht habe, ist die Hackschnitzel deponiert und angefangen in der Mitte Bäume und Kräuter zu pflanzen. Die Apfelbäume werden in Zukunft den Mittelbau bis Oberbau bilden. Die Pekanuss soll den Überbau übernehmen in dem System und soll den Apfelbäumen einen leichten Schatten bieten. Unterhalb der Apfelbäume wächst die Mittelschicht heran. Sie besteht aus Sträuchern und Beeren. Die unterste Ebene bilden Kräuter und verschiedene Gemüsekulturen. Diese Schichtung ermöglicht eine große Photosynthesefläche und damit ein besonders produktives System. Dem Grundsatz folgend, die maximale Photosynthesefläche zu erhöhen, kann man die Zwischenbereiche für andere Kulturen nutzen. Hier sieht man ein Beispiel mit einem Hügelgemüsebeet. Diese Zwischenbereiche können auch für Ackerkulturen oder als Weide genutzt werden. Ein syntropisches System kann für jeden Betrieb individuell an die vorhandenen Ressourcen angepasst werden. Das heißt, Betriebe, welche vielleicht eher im Marktgarten oder in der Direktvermarktung zugange sind, haben wahrscheinlich Systeme, welche arbeitsintensiver sein werden.
da man sich für andere Kulturen entscheidet, wie zum Beispiel Betriebe, welche in erster Linie im Ackerbau tätig sind und mit dem Syntropischen eigentlich eine Holzproduktion oder Energieproduktion anstreben. Viel Arbeit fällt bei der Anlage und Pflanzung an. Die Kosten hängen davon ab, wie viele Pflanzen zugekauft oder selbst vermehrt werden. Durch die fehlende Erfahrung mit dem syntropischen Agroforst in unseren Breitengraden musste ich mir gewisse Ansätze und Arbeitsabläufe zuerst selber erarbeiten. Als Baumpflegespezialistin liegen mir Bäume natürlich sehr am Herzen und ich finde es sehr positiv und begrüßenswert, wieder mehr Gehölze auf Landwirtschaftsland zu sehen. Es ist auch historisch gut begründbar. Wir haben sehr lange Gehölze auf unterschiedliche Weise genutzt, zum Schneiteln, als Laubfutter, als Einstreu. Da sehe ich ein großes Potenzial, auch alte Techniken wieder aufleben zu lassen und mit Bäumen in Landwirtschaft für mehr Biodiversität zu sorgen, für klimaresiliente Systeme und Systeme, die schlicht und einfach auch eine hohe Aufenthaltsqualität haben. Wer ein syntropisches System anlegen möchte, sollte vor allem Begeisterung mitbringen. Für Bäume, Pflanzen und die Prozesse, die zwischen ihnen ablaufen. Und die Begeisterung und Bereitschaft, mit dem System zu lernen und zu wachsen.